Heute geht es um unseren Weinsberg Expedition, besser gesagt um unseren Stauraum am Limit. Perfekt. Ja, das passiert, wenn man in der Wüste fährt, Sebastian. Das lassen wir auch genauso drin. Wir schneiden nichts mehr raus. Und der ist kaputt gegangen, weil der Sebastian mal wieder... Das war nicht ich, das war der Sven. Jetzt bin ich echt gespannt, ob uns alles rausfällt. Die war so rummontiert, sieht erstmal perfekt aus. Nur du kannst den Sitz nicht umdrehen, weil das hier ist zu hoch. Weil das Ding braucht kein Mensch, wenn man eine WCS-Kombi hat. Und wenn du dann da hinten deinen Grusch reinstellst, fliegt der eben während der Fahrt auch nicht raus. Weil gestern haben wir es nicht zugemacht und dann ist uns erstmal hier das Vic Medi-Night rausgekommen. Jeder. So. Wir hatten heute früh schon wieder Spaß, hierher zu fahren. Also es ist wirklich ein Action-Abenteuer. Und der Wagen fährt sich nicht nur gut, er sieht gut aus, er funktioniert tadellos. Und für 2 Personen haben wir meiner Meinung nach absolut ausreichend Platz. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe natürlich den wunderbaren Sebastian mit am Start. Und ich kann euch viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Sebastian, was sagst du denn zum Expedition, vor allem in Bezug auf den Stauraum? Ja gut, also ich meine, wir haben natürlich jetzt exorbitant viel Zeug dabei. Also da wird es dann schon knapp. Wir haben wirklich jedes Fach ausgenutzt. Auch unser Bad ist nicht mehr wirklich ein Bad. Das ist eigentlich auch mehr ein Stauraumfach, also wie so eine Abstellkammer. Wir schlichten jeden Morgen und jeden Abend die Sachen vom Bett wieder auf die Sitze, von den Sitzen wieder aufs Bett. Also Viel mehr mitnehmen geht nicht. viel mehr geht wirklich nicht mehr. Nee, aber die Heckgarage ist ja auch komplett voll, also da passt ja gar nichts mehr rein. Und ja, also ich glaube, wenn man einen normalen Urlaub macht, reicht das Ideal. mehr als aus. Ideal. Ich würde sagen, aber so, ja, nimm mal wieder, weil dann können wir den Leuten einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir jetzt alles dabei haben, weil sowas hat man im normalen Urlaub, denke ich mal, normal nicht dabei. Aber, muss ich auch gleich dazu sagen, so ein Peli-Case kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Es ist aber leider verdammt teuer. Also ich glaube, allein diese Kiste hier kostet fast 1000 Euro, ist dafür aber auch wasserdicht. Ja? und stoßfest. Und stoßfest. Was hier natürlich wichtig ist, und wir haben hier wirklich extrem viel dabei. Einen zweiten Feuerlöscher, Ersatzsicherung, diverse Gerätschaften, sage ich mal, AdBlue-Kanister, Scheibenwischwasser, Abschleppseil, Starterkabel, was wir eigentlich nicht brauchen, weil wir hier von WCS einmal alles an Elektrikausstattung dabei haben. Ihr seht selber, hier haben wir nochmal von Wirth einen Bremsenreiniger, mal so ein paar Reinigungslappen, einen Glasreiniger, eine Warnweste. Was ist denn das hier? Ein Wasserschlauch haben wir dabei, noch ein paar Mikrofasertücher. Also alles, was man irgendwie gebrauchen kann. Ja. Vor allem hier mitten im Nirgendwo haben wir hier reingepackt. Und ein bisschen was würde sogar noch reingehen, würde ich fast behaupten. Die Kiste hat Vor-, aber auch Nachteile. Unterm Strich macht sie für uns in diesem speziellen Fall Sinn. Wir haben hier hinten von Weinsberg auch noch ein schönes Stauraumfach, an das man jetzt natürlich nicht so perfekt rankommt, wenn die Kiste drin steht. Aber es geht, das zeige ich euch gleich. Da haben wir jetzt noch mal ein paar Handtücher drin, noch mal ein Abschleppseil, besser gesagt so ein Schlupf. Ja. Hier oben haben wir unser First Aid Kit drin, von der FIA vorgeschrieben, also ein, Verbandskasten. Der ist Vorschrift hier bei der Rallye Dakar. Dann haben wir hier noch unseren Luftdruckprüfer, den brauchen wir jetzt gleich, weil wir ja hier schon im tieferen Sand unterwegs sind. Ja, und ihr seht selber, also da hinten ist noch Platz, für andere Sachen. Also da könnte man theoretisch jetzt noch ein bisschen was einkaufen. Ich pack das gerade mal da hinten rein. So, zack. Und schon haben wir hier noch ordentlich Platz. An der Stelle ist wieder ein bisschen Technik verbaut, in dem Fall von WCS, der LBR 60 Rapid. Ein Ladebooster, besser gesagt 2, die mit 120 Ampere in Summe die Batterien aufladen, wenn wir fahren. Dazu haben wir auch mehrere Videos gedreht. Ja, ihr hört's, meine Stimme ist etwas angeschlagen, aber dieses Autarkie-Thema, das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn euch das interessiert, solltet ihr auf jeden Fall mal in den Kanal reinschauen. Weil wir machen hier alles total unabhängig, mitten in der Wüste, haben überall Strom. Strom ist auch so ein Thema, wir haben hier nämlich auch super viele Steckdosen. 12 Volt, 230 Volt, hier unten haben wir extra für unsere Kühlbox ein Kabel verlegt bekommen von WCS. Hier unten drunter ist tatsächlich der Frischwassertank. Ihr seht hier diesen Ausschnitt. Das ist so ein minimales Manko, weil wenn ich den Frischwassertank leeren möchte oder da ran muss ich halt alles ausladen. Aber das mache ich ja meistens nach meiner Reise. Von dem her kann man sich so auch wieder schönreden, hätte ich gesagt. Hier befindet sich der Gaskasten. Hier haben wir eine 5 Kilo Gasflasche drin. Bräuchte man meiner Meinung nach gar nicht zwingend, weil wir haben vorne zwar Gaskocher, aber auch Cerankochfeld. Da könnte man nochmal umdenken, weil dann könnte man das hier auch als reines Stauraumfach nutzen. Das, denke ich, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Hier ist jetzt überall Staub. Hier haben wir nochmal unsere Außendusche. Wie ihr seht, warm und kalt, an und aus, also alles so wie es sein soll. Hier haben wir unseren Wechselrichter.
Da ist einfach ein Schutz drunter. Normalerweise, das ist ja nicht Standard, ist hier halt auch nochmal so ein kleines Fach, wo du ein bisschen was reinstellen kannst. Aber wer sich so ein Fahrzeug kauft, sollte meiner Meinung nach auf einen WCS-Wechselrichter nicht verzichten. Sonst haben wir hier im unteren Bereich keine Fächer mehr, die wir irgendwie nutzen können. Hier oben über der Markisenkurbel haben wir noch so ein paar Mini-Ablagefächer. Ich weiß zwar nicht, was ich da wirklich reinlegen soll. Ich bin ehrlich, ich habe da oben so einen GPS-Tracker versteckt mit Panzerband. Und das ist auch nochmal so ein kleines, cooles Gadget hier. Das kannst du so, das hat jetzt nichts mit Stauraum zu tun, aber ich finde es ein cooles Detail, weil das kann ich dann hier so zurollen. Hätten wir eigentlich vorher machen sollen. Uppala, jetzt habe ich es verkeilt, dass ihr unseren Bettverhau hier nicht seht. So, Vorführeffekt. Jetzt haben wir es. Perfekt. Gut. Die Markisenkurbel ist oben aufgeräumt, so wie in fast jedem Camper. Rückfahrkamera seht ihr selber. Hat jetzt nicht viel mit Stauraum zu tun. Aber was jetzt noch rein muss, ja, das liegt hier und das würde ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam einladen. Basti, sollen wir die Pelicases wieder auf das große drauf machen? Können wir machen. Gut, ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es mache. Boah, ist das schwer. Genau, also das hier hat man ja bei einem normalen Campingurlaub eigentlich nicht dabei. Da sind bei uns die ganzen Kameras, die ganzen Ladekabel und. Alles Man muss Mögliche dazu dabei. sagen, wir haben ja vorne auch noch so einen Koffer. Der Ja. liegt vorne. Für was haben wir das? beim Tisch. Unter anderem für diese Saugnopfhalterung, für die Actioncams, für dieses ganze Zeug. So, machen wir jetzt da rein. Hätte ich mal vorher abschütteln sollen. Egal, müssen wir sauber machen. 2 haben wir schon mal drin. Dann können wir jetzt unsere EcoFlow reinstellen. Die hätten wir uns tatsächlich sparen können, weil, ja, ich weiß gar nicht, warum ich die mitgenommen habe. Ja, wir könnten ein Vergleichsvideo drehen zum WCS-Wechselrichter, weil das Ding braucht kein Mensch. Wenn man eine WCS-Kombi hat, läuft hier alles ohne Probleme. Der Werkzeugkoffer, wenn man dabei hat, braucht man nicht. Heute haben wir ihn schon mal braucht. Aber wegen einer anderen Geschichte. Ich glaube, das geht so, gell, Basti? Ja. So, perfekt. Jetzt haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Hier unser Kühlwasser, Luftfilter. Macht auf jeden Fall Sinn, dabei zu haben. Im normalen Urlaub hat man, denke ich, kein Kühlwasser und auch keine Luftfilter dabei. Aber wir fahren hier wirklich 20 Tage mitten durch die Wüste und da ist das dann halt schon wichtig, vorbereitet zu sein. Und wir haben auch nach den ersten 5000 Kilometern 1,5 Liter Öl gebraucht. Also hier geht es schon wirklich zur Sache. Hier geht es auch aufs Material. Gerade mal schauen, wie ich das am besten mache. Ja, gestern ist ja schon unser unser Ersatzwassertank ist ja kaputt gegangen. Stimmt, wir hatten hier so einen Wassertank, ähnlich wie das hier. Und der ist kaputt gegangen, weil der Sebastian mal wieder... Das war nicht ich, das war der Sven. Stimmt, nicht du. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind gefahren und dann, klar, das fliegt hier alles rum. Also eigentlich müssten wir hier nochmal ein Spango drüber machen, dass das alles nochmal ein bisschen verschachtelter ist. Nur Ladung sichert ja Ladung. Und wenn jetzt hier unser Wassertank noch stehen würde, dann wäre es jetzt ordentlich gesichert. Schauen wir mal, ob wir hier unsere Stühle noch reinkriegen, die wir bis jetzt noch nicht aufgebaut haben. Aber haben ist ja bekanntlicherweise besser als brauchen. Man muss dazu sagen, wir sind ja auf dieser Reise nicht alleine, sondern im Team von Delta 4x4. Der Offroad Company, kennt ihr mit Sicherheit, den Felgenhersteller. Der fährt hier mit einem Rennwagen die Rallye Dakar Classic und wir dürfen das Ganze eben begleiten. Und die haben halt auch immer Stühle dabei. So. Ihr seht es gerade, den Spaten haben wir auch. Der ist hier tatsächlich auch Vorschrift. Also du darfst hier nicht teilnehmen ohne den Spaten. Haben wir auch schon gebraucht. Haben wir schon gebraucht. Also wir haben wirklich echt viele coole Videos gedreht. Wir haben viel getestet. A, das Fahrzeug an sich. B, die Elektrik. C, die Hubstützen. Aber auch wie er sich fährt, wie er sich verhält. Was er serienmäßig hat. Also wirklich coole Sachen. Hier seht ihr das. Delta-Felge ist am Start. Die würden wir auch nur schwer hier hinten reinbekommen. Wiegt übrigens 45 Kilogramm. So. Und dann schauen wir noch mal vorne rein, weil da haben wir ja auch Stauraum. Und da muss ich sagen, es sind viele Details. Wenn du gerade mal hier reinschaust, haben wir hier... Das finde ich cool. Das ist echt cool, weil du hast hier so ein Minifach. Wenn du draußen bist, hast du nämlich hier auch eine Steckdose, 230 Volt und USB und USB-C. Also das ist schon ziemlich cool. Hier haben wir noch so eine kleine Lampe rein. Wenn du abends mal draußen arbeitest, hast du noch mal gleich Licht. Sonst, bevor ich es vergesse, vorne, klar, das ist Mercedes. Hast du hier unten dein Fach, hier dein Fach. Hier auch so ein kleines Fach für so Grusch, das ist auch nicht schlecht. Hier haben wir, ich nenne es jetzt mal ein Handschuhfach. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse so ein ganz klassisches Handschuhfach, das ich aufmachen kann. Was Mercedes noch hat, ist hier oben so ein kleines Pseudofach für Tankbelege. Ja. Aber sonst, ja... Wird's eng. Wird es echt eng. Ja. Kühlschrank gehört ja auch zu Stauraum. Perfekt. Ja, das passiert, wenn man in der Wüste fährt, Sebastian.
Das lassen wir auch genauso drin. Wir schneiden nichts mehr raus. Kühlschrank ist recht voll, aktuell mit Wasser, Cola Zero und ein paar Vitaminen, Früchten, also alles, was dazugehört. Das ist natürlich kein Alkohol, ist alkoholfrei. Passt ja nicht trinken, außerdem kein Alkohol. Ist hier auch verboten. Ist ja auch verboten, darum sage ich es ja. Genau, der Kühlschrank hat einen Doppelanschlag, heißt, der geht auch von der anderen Seite auf. Brauchen wir jetzt nicht zeigen, weil sonst fliegt wieder alles raus. Und wenn du gerade mal ein bisschen zurückgehst, dann kann man vielleicht hier auch erkennen, oder film doch gerade mal hier bitte nach rechts. Schau mal, wo wir hier hochgefahren sind. Also es ist jetzt nicht mega steil, aber es zieht sich. Also das sind locker 100 Meter bis davor. Und ja, dementsprechend stehen wir halt jetzt hier auf so einem Hügel. Wir sind ja hier ehrlich und ungefiltert. Hier haben wir, wie gesagt, noch ein Peli-Case. Also hier haben wir nochmal Kameras drin. In den hinteren Cases waren eher so ja, Kleinkrusch, Ladegeräte, diese Saugnopfhalterung, die wir halt aber auch hin und wieder brauchen. Was ein bisschen blöd ist, das hat einer falsch montiert, weil eigentlich ist ja diese Kiste hier echt cool. Nur die war so rum montiert. So, die war so rum montiert, sieht erstmal perfekt aus. Nur du kannst den Sitz nicht umdrehen, weil das hier ist zu hoch. Also das muss tatsächlich so rum montiert werden. Ja? Dann funktioniert es, nur dann sieht das natürlich blöd aus. Also da muss Weinsberg nochmal ins Detail gehen. Aber das sind wie gesagt Mini-Kleinigkeiten, die man ja auch ohne Probleme beheben kann. Gut, dann schauen wir mal ins Fahrzeug rein. Wir haben hier unsere, das ist wiederum cool, wir haben hier unsere ganzen Actioncams drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, die bauen wir dann immer wieder außen und innen auf und ab. Ja. Die liegen hier drin. Da haben wir hier noch so einen schönen Block bekommen, Notizblock von der Dakar. Dann kannst du deine Notizen machen. Ja. Wie man sieht, sind wir einfallslos. Hier haben wir unsere Akkreditierung. Ja. Dass wir auch wirklich pressetechnisch hier am Start sind. Und das wiederum finde ich richtig cool. Warum finde ich es cool? Weil es einfach klasse aussieht und auch Sinn macht, weil ich hier was reinmachen kann. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, warum ist es jetzt hier nicht? Ich bin der Meinung, weil es das Raumgefühl halt einfach wieder einschränken würde, weil das hier echt ein Punkt ist, wo man ja dann doch von Fahrerhaus in den Wohnraum oft unterwegs ist und sich da dann einfach oft oder öfter den Kopf anhauen würde, behaupte ich jetzt. Klar, das ist wieder Mercedes geschuldet, aber auch cool einfach mal für so ein Mikrofasertuch zum Aufhängen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob uns alles rausfällt. Ja. Wir sind ja jetzt hier etwas besonders unterwegs. Wir kochen immer, oder aktuell kochen wir immer draußen bei Delta oder gehen im Camp essen. Daher haben wir jetzt hier unsere Wäsche aufgeräumt, hier auch. Das Ganze zieht sich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal komplett durchs Fahrzeug. Und das ist das, was der Sebastian eben meinte. Gut, wir haben jetzt noch Besuch dabei von Völkner, heißt der, oder? Völkel. Der ist gerade draußen am Fotografieren. Der Rucksack gehört nämlich normal nicht zu uns. Ja, hier Waschbecken brauchen wir jetzt nicht zeigen. Wir sind beide erkältet. Daher ist jetzt hier unsere ganze Medizin drin. Und es macht natürlich auch Sinn, weil du kommst schnell ran und es fliegt nichts rum. Hier haben wir jetzt unser ganzes Besteck. Salz, Pfeffer, Steakmesser, Reiswaffeln. Alles, was man halt bei der Rallye Dakar braucht. Hier haben wir die Pushloks. Haben wir richtig schöne Stauraumfächer. Ja, morgen wollen wir unbedingt noch mal kochen. Da haben wir aber auch alles andere, Schnittbretter, Teller, Tassen, ja, alles, was halt dazugehört. Ist hier aufgeräumt. Und ich glaube, das Fach ist leer, oder? Nee, da ist auch noch mal Wäsche drin von mir. Da ist meine Schmutzwäsche drin. Ja gut, die wollen wir jetzt nicht sehen. Ja. Aber hier, habt ihr gerade gehört, ist auch nochmal Schmutzwäsche drin. Und das hier, wenn du gerade mal herfilmen kannst, Das ist echt cool. das ist echt cool. Weil ich habe hier einmal die Kühlschranksteuerung, hier unten einmal Heizung und hier Ambiente-Licht. Und ich kann das hier eben auch verblenden. Sieht richtig geil aus. Und wenn du dann da hinten deinen Grusch reinstellst, fliegt der eben während der Fahrt auch nicht raus. Weil gestern haben wir es nicht zugemacht und dann ist uns erstmal hier das Vic Medi-Night rausgekommen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Okay, ja. WC? Ja, warte mal, hier vorne, bevor ich das vergesse. Hier haben wir auch noch mal einiges an Equipment. Ja, wieder Saugnopfhalterung, Akkus, Kopfhörer. Ja, und dass die Linse sauber bleibt. Nochmal einen schönen Blasebalg. Genau. Das finde ich übrigens auch richtig cool. Ja, wir hatten bitte so eine geile Weste. Ja, Dakar 26 Saudi-Arabia, Fotoweste. Die müsst ihr erstmal kriegen, das ist gar nicht so einfach. Hier haben wir einen praktischen Kleiderhaken. Hab ich wieder dran geschraubt. Ja, der ist uns nämlich kaputt gegangen aufgrund zu kurzer Schrauben. Also da war man nicht selbst schuld, sondern da hat einfach einer eine zu kurze Schraube reingemacht. Und jetzt würde ich sagen, kannst du mal so ein bisschen das Bad zeigen? Und da muss man auch, bevor ich es jetzt vergesse... Ich verstehe erstmal kurz noch mal, muss mal kurz mal ein bisschen heller machen. Weil es ist ein bisschen mach mal dunkel heller, hier. ist kein Thema. Was ich ja mal kurz erzählen kann, ist, dass man die Toilette auch nach hinten wegschieben kann, theoretisch. Ja? Geht jetzt hier nicht. Warum? Weil wir unsere Kühlbox auf diesem Podest stehen haben. Das ist so ein kleines Manko, kann man kleines Mango, aber ich persönlich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich meine Toilette wegschieben möchte. Weißt du, was ich meine? Wie ihr seht, haben wir schöne Stiefel dabei, einen schönen Wirtsstaubsauger und auch noch einen Kamerarucksack.
dann Kulturbeutel und oben haben wir aber auch nochmal ein großes Fach. Vielleicht kannst du es gerade mal aufmachen. Ja. Hast du in den unteren Fächern was drin? Ne, da unten ist leer. Genau, also hier nur oben ist Toilettenpapier, unser Deo, Duschzeug, alles was man so braucht. Ja. Aber Und, da unten ist leer. Schiebeschränke, ja, die kriegen wir jetzt nicht auf, weil alles voll steht. Also, wenn man allein unterwegs ist, ist das hier mal überhaupt gar kein Das Problem. reicht mehr als aus. Wenn man zu zweit unterwegs ist, ich bin ehrlich, wir kommen ja zurecht. Wir kommen ja zurecht. Wenn es jetzt kalt ist, wenn es jetzt schneit, wenn du jetzt draußen am Nordkap unterwegs bist und ständig dann da irgendwie hinten ran musst, hätte ich keinen Bock drauf. Aber ich persönlich, ich fahre sowieso nicht dahin, wo es kalt ist, sondern da, wo es warm ist. Ja? Zum Beispiel hier nach Saudi-Arabien. Von dem her, das ist halt einfach sehr individuell. Und wie gesagt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kisten dabei, die du in einem normalen Urlaub nicht dabei hast. Wenn wir uns die jetzt mal wegdenken, dann ist die Garage da hinten ziemlich leer. Dann fehlt, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur ein Tisch. Den haben wir nicht dabei. Wir haben nur 2 Stühle, weil einen Tisch haben wir hier drin. Und dann muss ich sagen, ist das vom Konzept für 2 Personen ideal. Ja? Wo ich ehrlich bin, oder wir, die Toilette benutzen wir seltenst, ja? Weil wir halt einfach im Camp immer anständigere, größere Toiletten und Duschen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich verstehe aber auch jeden, der, sage ich mal, sagt, er möchte da sein eigenes Klo haben. Mein Vater zum Beispiel ist so einer, der geht nur da aufs Klo, was ich auch interessant finde. Also wie unterschiedlich, sage ich mal, jeder so sein kann. Und dementsprechend schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von dem Konzept haltet. Wir lagen gestern hinten im Bett und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, haben gesagt, ganz ehrlich, das Bad bräuchte man eigentlich nicht. Können wir rausmachen und ein Einzelbett reinmachen. Genau, Längsbett, Längsbett, dann ja. Längsbett einfach rein. Die Küche, ja. Kannst du auch zur Hälfte kleiner machen. Kannst du auch zur Hälfte kleiner machen, weil hier die 2 Kocher, ich hatte es jetzt schon zweimal erwähnt, brauchst du nicht. Und dann verzichtest von mir aus noch auf diese Ablage, wo jetzt, wenn man ehrlich ist, auch nicht wirklich was draufsteht. Und dann hast du auch ein cooles Auto. Aber du hättest halt kein Bad. Das ist halt immer so die Gratwanderung. Also da wäre ich echt mal auf eure Kommentare gespannt. Würdet ihr euch sowas wünschen? Auf 6 Meter Basis oder sagt ihr, nee, muss sein. Und sonst würde ich sagen, ja, gibt es nicht viel mehr Stauraumfläche zu zeigen. Im Übrigen ist das hier auch das goldene Reisemobil 2025. Also dieses Fahrzeug, wie es hier steht, hat tatsächlich Preise gewonnen. Und ich kann euch nur eins sagen, wir haben den Wagen auf Herz und Nieren getestet. Nicht nur innen, sondern auch außen. Wir sind damit überall hingefahren und das Auto funktioniert einwandfrei. Von dem her, klickt am besten jetzt hier oben zum nächsten Video mit dem Sven, weil das ist auch ein richtiger Offroad-Experte. Hat selber einen Sprinter aus 2018, schon über 100.000 Kilometer drauf und der hat den hier auch nochmal getestet und sein Feedback abgegeben.